Lektion 1: Abendessen und Getränke. Hallo, Anna. Ich dachte, wir könnten heute Abend dieses neue italienische Restaurant zum Abendessen ausprobieren. Was sagen Sie dazu? Oh, das hört sich köstlich an. Ich habe großartige Dinge über Ihre Nudelgerichte gehört. Ich bin auf jeden Fall dabei. Wunderbar. Ich habe Lust auf authentisches, hausgemachtes italienisches Essen. Es wird ein perfekter Abschluss der Arbeitswoche sein. Pfiuh. Und wir könnten einen ganzen Abend daraus machen. Abendessen und Getränke vielleicht. Klingt nach einem Plan. Was für ein Getränk wollten Sie zu Ihrer Mahlzeit trinken? Hi, Ma'am. Ich habe mir ein schönes Glas Rotwein als Ergänzung zu den reichhaltigen, erzhaften Aromen vorgestellt. Ausgezeichnete Wahl. Ich dachte das Gleiche. Ein großer, kräftiger Cabernet würde wunderbar dazu passen. Definitiv. Oder vielleicht sogar ein milder Chianti. Das könnte auch wirklich lecker sein. Oh ja, ein Chianti wäre herrlich. Bringt mich in authentische italienische Stimmung. Ja, und natürlich müssen wir Platz für etwas Tiramisu oder Cannoli zum Nachtisch freihalten. Absolut. Es gibt kein richtiges italienisches Abendessen, ohne sich klassische italienische Süßigkeiten zu gönnen. Vereinbart. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen, wenn ich nur daran denke. Ich bin schon ganz aufgeregt, wenn ich gerade dieses Essen plane. Ich auch. Okay, sollen wir dann eine Reservierung vornehmen? Da bitte. Je früher, desto besser, sage ich. Ich freue mich schon darauf. Wunderbar. Ich kümmere mich darum und sende Ihnen die Details zu. Das wird ein köstlicher Abend. Ich kann es kaum erwarten. Das ist genau das, was ich brauche, um gut ins Wochenende zu starten. Danke, John. Natürlich, Anna. Ich freue mich, dass es möglich ist. Bis später. Lektion 2: Abwägen der Optionen. Hallo Anna, ich wollte deine Meinung zu dieser potenziellen Karrierechance erfahren, die ich in Betracht ziehe. Okay, lass es uns hören. Ich freue mich über jeden Input, den ich kann. Nun, die Stelle scheint gut zu meinen Fähigkeiten und Erfahrungen zu passen und das Gehalt, das Sie anbieten, ist durchaus angemessen. Das erscheint vernünftig. Haben Sie andere potenzielle Vor- oder Nachteile der Stelle in Betracht gezogen? Das ist ein guter Punkt. Ich versuche immer noch, alle Faktoren abzuwägen. Beispielsweise ist die Pendelzeit etwas länger, als mir idealerweise lieb wäre. Ich verstehe. Das tägliche Pendeln kann definitiv einen Unterschied in der allgemeinen Arbeitszufriedenheit machen. Haben Sie sich mit Remote- oder Hybridarbeitsmöglichkeiten befasst? Das ist ein toller Vorschlag. Darauf muss ich noch etwas genauer eingehen. Das Unternehmen scheint für einige flexible Vereinbarungen offen zu sein. Videla, das könnte wirklich helfen, den längeren Arbeitsweg auszugleichen. Wie sieht es mit der Work-Life-Balance und der Unternehmenskultur aus? Heyman, gute Frage. Soweit ich das beurteilen kann, scheinen Sie Wert auf die Work-Life-Balance zu legen, aber ich möchte im Vorstellungsgespräch ein besseres Gefühl dafür bekommen. Beruf. Das ist ein wichtiger Faktor, den man im Vorfeld wirklich verstehen sollte. Der kulturelle Feed kann einen Job ausmachen oder zerstören. Stimme auf jeden Fall zu. Ich hoffe, bei meinem Treffen nächste Woche ein klareres Bild davon zu bekommen. Klingt nach einem soliden Plan.
Stellen Sie einfach viele Fragen, um einen umfassenden Überblick über die Rolle und das Unternehmen zu erhalten. Toller Rat, danke Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dies mit mir zu besprechen. Natürlich, John. Ich höre Ihnen gern zu und gebe Ihnen alle möglichen Einblicke. Lassen Sie mich einfach wissen, wie ich Sie sonst noch in diesem Prozess unterstützen kann. Werd tun. Okay, ich sollte wahrscheinlich loslegen, aber ich werde Sie auf jeden Fall über den Fortschritt der Dinge auf dem Laufenden halten. Lektion 3: Kartierung der Nation. Hallo Anna, ich habe diesen faszinierenden Artikel über die historische Organisation von Ländern in verschiedene Verwaltungseinheiten gelesen. Oh, das ist interessant. In welche Einheiten wurden Sie genau eingeteilt? Nun, in dem Artikel wurde erwähnt, dass die kleineren lokalen Bezirke normalerweise Landkreise genannt wurden. Ich verstehe. Und wie sieht es mit größeren regionalen Einheiten innerhalb des Landes aus? Gute Frage. In dem Artikel heißt es, dass diese größeren Divisionen oft als Bundesstaaten oder Provinzen bezeichnet würden. Ah, das macht Sinn. Es ist interessant, wie Länder diese hierarchischen Verwaltungsstrukturen im Laufe der Zeit entwickelt haben. Definitiv. Es scheint eine Möglichkeit zu sein, Regierungsführung und öffentliche Dienstleistungen auf einer lokaleren Ebene zu organisieren. Hilf. Dieses mehrschichtige System ermöglicht eine gezieltere Politikgestaltung und Ressourcenzuweisung. Genau. In dem Artikel ging es um die historische Entwicklung, wobei die Landkreise die Grundbausteine waren. Ich kann mir vorstellen, dass dies einen nützlichen Rahmen für Dinge wie Steuererhebung, Strafverfolgung und Infrastrukturplanung bietet. Ja, genau. Die Landkreise dienen als Primäreinheiten für viele dieser zentralen Regierungsfunktionen. Das ist wirklich faszinierend. Ich wäre auch neugierig, mehr darüber zu erfahren, wie die Abgrenzung der Staats-Provinz-Grenzen zustande kam. Guter Punkt. In dem Artikel wurde erwähnt, dass dies häufig von Faktoren wie Geografie, Demografie und politischen Grenzen beeinflusst wurde. Interessant. Es handelte sich also nicht unbedingt nur um willkürlich auf eine Karte gezeichnete Linien, sondern um einen eher organischen Prozess. Richtig. Es hört sich so an, als ob bei der Festlegung dieser größeren regionalen Unterteilungen eine Menge Überlegungen angestellt wurden. Das macht Sinn. Es ist erstaunlich, wie methodisch ganze Länder strukturiert und organisiert werden können. Definitiv. Es ist ein wirklich faszinierendes Thema, in das man sich vertiefen kann. Ich bin froh, dass ich auf diesen Artikel gestoßen bin. Der hat meine Neugier geweckt. Hilf. Das Erlernen der Verwaltungsstrukturen verschiedener Nationen ist eine äußerst aufschlussreiche Möglichkeit, deren Geschichte und Regierungsführung zu verstehen. Gut gesagt. Okay, ich sollte dich wahrscheinlich gehen lassen, aber danke, dass du mit mir darüber geplaudert hast, Anna. Natürlich, John. Ich genieße immer unsere Gespräche über interessante historische und politische Themen. Hab noch einen schönen Resttag. Du auch. Bis später. Lektion 4: Miniaturwunder. Hallo Anna, ich erinnere mich gerade an den Spaß, den wir als Kinder beim Spielen mit Miniaturspielzeugen hatten. Oh, ich weiß genau, was du meinst. Diese kleinen Welten, die wir erschaffen haben, waren einfach so einfallsreich und fesselnd. Absolut.
als würde man in einem Schuhkarton eine ganze kleine Küche einrichten oder Flaschenverschlüsse als Teller verwenden. Ja, genau. Und Puppenkleidung tragen zu müssen, um dem Maßstab der Miniaturumgebung zu entsprechen. Haha, ja, das war alles Teil des Charmes. Alles musste perfekt auf die winzigen Proportionen reduziert werden. Definitiv. Es hat unsere Kreativität als Kinder wirklich angeregt. Wir verbrachten Stunden damit, diese Miniaturszenen akribisch zu entwerfen und zu konstruieren. Definitiv. Ich erinnere mich, wie stolz wir waren, als wir einen Neuzugang in unserer kleinen provisorischen Welt fertiggestellt hatten. Ja, und das Gefühl des Staunens, wenn wir mit dem fertigen Produkt spielten, fast so, als wären wir Riesen, die hineinschauen. Genau. Es hat so viel Spaß gemacht, unserer Fantasie freien Lauf zu lassen. Das waren wirklich besondere Momente unserer Kindheit. Puh, es hatte etwas so Magisches, mit nur ein paar einfachen Materialien ein ganzes Miniaturuniversum erschaffen zu können. Ich kann nur zustimmen. Es ist erstaunlich, wie viel Freude und Unterhaltung wir aus diesen bescheidenen kleinen Einrichtungen herausgeholt haben. Definitiv. Es zeigt nur, wie mächtig die Vorstellungskraft sein kann, selbst mit den einfachsten Werkzeugen. Genau. Diese Miniaturwunder haben unsere Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten als Kinder wirklich gefördert. Puh, es ist eine Schande, dass wir mit zunehmendem Alter aus dieser spielerischen, fantasievollen Denkweise herauswachsen. Ich weiß, es ist ein bisschen schade. Aber zumindest haben wir diese wunderbaren Erinnerungen, auf die wir zurückblicken können. Definitiv. Und wer weiß, vielleicht finden wir als Erwachsene Wege, diese Magie auf unsere ganz eigene Art und Weise wieder zu erlangen. Ich hoffe es. In der Zwischenzeit denke ich, dass ich ein paar meiner alten Miniaturspielzeuge rauskramen muss, nur um der alten Zeiten willen. Das ist eine tolle Idee. Vielleicht schließe ich mich Ihnen einfach an. Es könnte eine lustige, nostalgische Aktivität sein. Klingt nach einem Plan, Anna. Okay, ich sollte loslegen, aber das war eine tolle Reise in die Vergangenheit. Lektion 5: Ein bedauerlicher Biss. Hallo Anna, ich muss dir von dieser lustigen Sache erzählen, die mir heute vorhin passiert ist. Okay, ich bin ganz Ohr. Was ist die Geschichte? Nun, ich habe diesen neuen Snack probiert und einen großen Bissen genommen, ohne wirklich darüber nachzudenken. Oh nein, was ist passiert? Sag mir nicht, dass es viel zu scharf war oder so. Haha, nein, nicht scharf, einfach ein viel zu großer Bissen. Ich habe es sofort bereut. Oh nein, das ist das Schlimmste. Was war der Snack? Ich stelle mir vor, wie Sie Schwierigkeiten haben, diesen gewaltigen Schluck zu kauen. Ha, ja, genau. Es war dieser knusprige Cracker mit Kernen, von dem ich dachte, dass er ein schöner, leichter Snack wäre. Oh oh, die können täuschend dicht sein. Ich wette, das war ein ziemlicher Leckerbissen, um alles auf einmal in Angriff zu nehmen. Definitiv. Ich habe mir das Ganze einfach in den Mund gesteckt, ohne auf die Größe Rücksicht zu nehmen. Oh John, das klingt schmerzhaft. Wie haben Sie sich davon erholt? Musstest du es ausspucken oder so? Nun ja, ich habe zunächst versucht, es durchzustehen, aber es wurde schnell klar, dass das nicht funktionieren würde. Ich kann es mir vorstellen.
Der Kampf muss real gewesen sein, als sie versucht haben, das zu unterdrücken. Ha, ja, es war kein schöner Anblick. Am Ende musste ich das meiste davon diskret ausspucken. Oh nein, das ist so peinlich. Hätte ich jemand dabei gesehen. Zum Glück war niemand da, um einen Moment des Scheiterns im Zusammenhang mit Snacks mitzuerleben. Nun, das ist zumindest eine kleine Gnade, obwohl ich mir sicher bin, dass es trotzdem keine sehr angenehme Erfahrung war. Gar nicht. Ich habe gelernt, wie man kleinere, handlichere Bissen knuspriger Snacks zu sich nimmt. Fett. So etwas lässt einen zweimal darüber nachdenken, bevor man denselben Fehler wiederholt. Absolut. Das nächste Mal werde ich mich auf jeden Fall ein wenig einmischen und jeden Bissen richtig genießen. Dürte Plan. Langsam und stetig gewinnt das Rennen, besonders wenn es um leckere Leckereien geht. Ah, ja, genau. Okay, ich habe meine peinliche Snack-Geschichte erzählt, also sollte ich wahrscheinlich loslegen. Oh, danke für das Lachen, John. Ich bin mir sicher, dass wir alle schon einmal dort waren. Habt noch einen schönen Resttag. Du auch, Anna. Bis später. Lektion 6: Zusammenarbeit bei Einkaufslisten. Hallo Anna, ich hatte gehofft, wir könnten uns zusammensetzen und eine Einkaufsliste für die Woche erstellen. Oh, perfektes Teaming. Ich dachte nur, ich müsste den Kühlschrank und die Speisekammer mit ein paar wichtigen Dingen auffüllen. Große Köpfe denken gleich. Okay, fangen wir an, eine Liste zu erstellen. Von welchen Gegenständen wissen Sie sofort, dass Sie sie benötigen? Nun ja, wir gehen definitiv die Frischwaren aus. Dinge wie Spinat, Tomaten und Karotten. Verstanden, wir werden diese zur Liste hinzufügen. Was ist mit Proteinprodukten? Brauchen wir Hühnchen, Fisch oder Eier? Güteranruf. Hi Mem, ich denke, mit Hühnchen geht es uns immer noch gut, aber wir könnten ein paar Lachsfilets vertragen. Okay, Lachs, check. Und wie wäre es mit Eiern? Haben wir genug für die Woche? Ich würde sagen, dass uns wahrscheinlich auch die Eier ausgehen. Vielleicht ein Dutzend, um den Vorrat aufzufüllen. Hört sich gut an. Okay, was sonst? Gibt es Grundnahrungsmittel für Backwaren oder Vorratskammern, die uns ausgehen? Maisemehl, Zucker und Olivenöl gehen in der Speisekammer wahrscheinlich zur Neige. Perfekt, die fügen wir hinzu. Fällt Ihnen spontan noch etwas ein? Oh, und wir sollten uns wahrscheinlich auch etwas Brot und Cracker besorgen. Ausgezeichnet, ich werde das auf jeden Fall aufschreiben. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein, bevor wir in den Laden gehen? Ich denke, das deckt das Wesentliche ab. Hatten Sie etwas Bestimmtes im Sinn, das Sie brauchten? Nicht, dass mir das ohne weiteres einfällt. Ich bin mit der Liste, die wir bisher zusammengestellt haben, zufrieden. Okay, dann würde ich sagen, wir sind fertig. Sollen wir uns auf den Weg machen und den Lebensmitteleinkauf in Angriff nehmen? Hört sich für mich gut an. Perfekte Zeit, um den Kühlschrank und die Speisekammer aufzufüllen. Lass es uns tun. Ausgezeichnet, los geht's. Ich bin bereit, alles von der Liste zu streichen. Geh voran, Anna. Das wird ein produktiver Gang in den Laden. Schiluf.
Teamwork lässt den Traum beim Lebensmitteleinkauf wahr werden. Das hast du richtig verstanden. Okay, lass uns loslegen. Lektion 7. Pineritsch erkunden. Hallo Anna, ich habe über diesen wirklich coolen Nationalpark namens Pinewood gelesen, der dir meiner Meinung nach gefallen würde. Oh, davon habe ich noch nie gehört. Was macht es so besonders? Nun, soweit ich weiß, liegt er etwas abgelegener und weniger überfüllt als einige der größeren, beliebteren Parks. Interessant, das klingt genau nach meinem Geschmack. Manchmal genieße ich es, den Touristenfeinden zu entfliehen. Genau. In dem Artikel heißt es, dass es eine wirklich ruhige, friedliche Atmosphäre ausstrahlt. Spektakuläre Naturkulisse ohne Menschenmassen. Das klingt absolut wunderbar. Welche Landschaften und Aktivitäten bietet Pine Ridge? Nun, es ist bekannt für sein raues, bewaldetes Gelände und seine hochaufragenden Felsformationen. Anscheinend gibt es einige tolle Wanderwege zu erkunden. Oh, das klingt genau nach meinem Geschmack. Ich liebe es, in der Natur unterwegs zu sein und malerische Wanderungen zu unternehmen. Dachte, das könntest du. Und in dem Artikel wurde erwähnt, dass es auch einige schöne, weniger überfüllte Seen und wahre Straßen zu entdecken gibt. Noch besser, ich könnte einen schönen, entspannten Wandertag machen und mich anschließend in einem dieser friedlichen Seen abkühlen. Definitiv. Es scheint der perfekte Ort zu sein, um dem Trubel für eine Weile zu entfliehen. Phew. Ist es weit von unserem Wohnort entfernt oder ist es ein relativ zugänglicher Nationalpark? Gute Frage. Soweit ich weiß, liegt es etwas abseits der ausgetretenen Pfade, aber dennoch mit dem Auto gut zu erreichen. Das ist gut zu wissen. Es wäre schön, einen Natururlaub zu haben, der nicht zu weit entfernt ist. Genau. Ich denke, es könnte ein wirklich schöner, erholsamer Tagesausflug oder Wochenendausflug sein. Ich bin verkauft. Wir sollten auf jeden Fall bald darüber nachdenken, einen Besuch im Peanut Ridge zu planen. Perfekt. Ich hatte gehofft, dass du Interesse hast. Ich werde noch ein bisschen recherchieren und wir können mit der Planung einer Reiseroute beginnen. Klingt wunderbar, John. Ich stelle mir bereits die ruhigen Landschaften vor und spüre, wie ich mich erbaue. Ebenfalls. Okay, ich werde mich mit den Details befassen und mich dann bei Ihnen melden. Das wird ein tolles Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten. Danke für die tolle Empfehlung, John. Genießen Sie den Rest Ihres Tages. Du auch, Anna. Schatten Sie bald mit Ihnen über unsere Pinoage-Reise. Lektion 8. Zusammenarbeit im Sportunterricht. Hi Anna, ich habe mich gefragt, ob du Lust auf eine kurze Trainingseinheit im Fitnessstudio hättest. Oh, das hört sich toll an. Ich dachte nur, ich muss eine gute Krafttrainingseinheit absolvieren. Perfekt. Ich hatte das Gefühl, dass Sie interessiert sein könnten. Sie haben ein paar Hanteln und eine Bank in der Ecke aufgestellt. Super, das wird perfekt funktionieren. Damit können wir einige grundlegende Krafttrainingsübungen machen. Genau das, was ich gedacht habe. Möchten Sie mit ein paar Überkopfdrücken und Bizepskurs beginnen? Das sind auf jeden Fall einige meiner Lieblingsschritte. Klingt nach einer großartigen Möglichkeit, die Muskeln zum Laufen zu bringen. Vereinbart.
Und wir können es auch mit ein paar Kniebeugen und Ausfallschritten kombinieren, um den Unterkörper zu trainieren. Ich liebe es. Okay, lass uns das machen. Ich freue mich darauf, richtig ins Schwitzen zu kommen. Ich auch. Okay, lass uns rübergehen und anfangen. Das wird ein tolles Training. Versuch. Ich fühle mich motiviert und bin bereit, mich an die Arbeit zu machen. Geh voran, John. Du hast es verstanden. Das wird gut. Ich spüre bereits, wie sich die Energie aufbaut. Ebenfalls. Okay, lass uns das machen. Zeit, unsere Fitness in Schwung zu bringen. Das ist der Geist. Okay, ich schnappe mir die Gewichte, du nimmst die Bank. Lasst uns danach streben. Hört sich gut an. Ich werde mich aufwärmen, während Sie sich vorbereiten. Das wird Spaß machen. Ich stimme zu. Alles klar, ich bin bereit. Wann immer Sie es sind, tauchen wir ein. Perfekt. Okay, los geht's. Zeit, diese Muskeln zum Laufen zu bringen. Du hast es verstanden. Okay, noch eine Wiederholung und fertig. Gute Arbeit, Anna. Danke dir auch. Puh, das kann ich schon spüren. Bereit für den nächsten Satz. Absolut. Lassen Sie uns den Schwung beibehalten. Das wird ein tolles Training. Lektion 9. Gastfreundschaft bei Gastfamilien. Hallo Anna, ich habe gerade von diesem wirklich coolen Homestay-Programm gelesen, an dem einige Studenten teilnehmen, wenn sie im Ausland studieren. Oh, das klingt interessant. Was genau ist ein Homestay-Programm? Im Wesentlichen leben die Schüler hier bei örtlichen Gastfamilien und nicht in Wohnheimen oder Apartments. Ich verstehe, das muss eine wirklich massive kulturelle Erfahrung sein. Wohnen direkt bei Gastfamilien. Genau. In dem Artikel heißt es, dass es den Schülern ermöglicht, sich vollständig in das tägliche Leben und die Routinen der Gastfamilie zu integrieren. Wuff, das hört sich wirklich unglaublich wertvoll an, um die Sprache und Bräuche des Gastlandes kennenzulernen. Absolut. Die Aufgabe der Gastfamilien besteht darin, die Schüler in ihren Häusern willkommen zu heißen und ihnen bei der Eingewöhnung zu helfen. Das ist so nachdenklich. Ich stelle mir vor, dass es einen viel authentischeren kulturellen Austausch bietet als ein typisches Auslandsstudienprogramm. Definitiv. In dem Artikel wurde erwähnt, dass die Schüler bei den Gastfamilien in ihren tatsächlichen Häusern wohnen und nicht nur ein Zimmer vermieten. Das ist so nett. Es muss eine wirklich einzigartige Bindung zwischen den Schülern und ihren Gastfamilien entstehen. Genau. Es ermöglicht den Schülern, wirklich zu erleben, wie das tägliche Leben in diesem Land oder dieser Region aussieht. Ich liebe das. Es klingt nach einer bereichernden Möglichkeit, in eine andere Kultur einzutauchen. Vereinbart. In dem Artikel heißt es, dass viele Schüler am Ende sehr enge Beziehungen zu ihren Gastfamilien aufbauen. Das ist wunderbar. Dadurch muss sich die gesamte Auslandserfahrung viel persönlicher und bedeutungsvoller anfühlen. Definitiv. Ich kann mir vorstellen, dass das Leben in einer Gastfamilie den Aspekt des kulturellen Lernens enorm verbessern würde. Phew, es ist so ein cooles Konzept. Ich frage mich, ob es vor Ort solche Möglichkeiten gibt, die wir prüfen könnten.
Das ist eine tolle Idee. Ich muss sehen, ob es in unserer Gegend ähnliche Homestay-Programme gibt. Riff. Es könnte eine wirklich nette Möglichkeit sein, eine neue Kultur kennenzulernen, ohne zu weit reisen zu müssen. Vereinbart. Ich werde etwas graben und Sie wissen lassen, was ich finde. Das scheint eine fantastische Art zu lernen zu sein. Definitiv. Ich bin jetzt wirklich fasziniert von der Idee. Ich kann es kaum erwarten zu hören, was Sie entdecken. Wird tun. Okay, ich sollte wahrscheinlich loslegen, aber das war ein tolles Gespräch. Süß. Danke, dass du das mit mir teilst, John. Habt einen wundervollen restlichen Tag. Du auch, Anna. Bis später. Lektion 10. Aquarellmalerei für Anfänger. Hey Anna, kann ich dich über etwas befragen? Ich wollte mich schon lange in der Aquarellmalerei versuchen. Oh, das ist ein unterhaltsames, kreatives Ventil. Gerne gebe ich ein paar Tipps für Anfänger im Aquarellbereich. Großartig. Ich bin ganz Ohr. Das Medium hat mich wirklich fasziniert, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Okay, das Erste, was ich empfehlen würde, ist die Anschaffung eines guten Satzes hochwertiger Aquarellfarben. Die Pigmente machen einen großen Unterschied. Ah, gut zu wissen. Dann werde ich unbedingt in hochwertige Farben investieren. Was sollte ich sonst noch in meinem Anfänger-Toolkit haben? Sie benötigen außerdem schönes Aquarellpapier. Es muss dem Wasser standhalten können, ohne sich zu verziehen oder zu reißen. Und ein paar gute Pinsel in verschiedenen Größen. Okay, das macht Sinn. Ich muss etwas über die empfohlenen Papier- und Pinseltypen für Aquarellfarben recherchieren. Definitiv. Und vergessen Sie nicht eine Palette zum Mischen von Farben, einen Wasserbehälter und Papiertücher zum Abtupfen. Verstanden, guter Anruf. Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine gewisse Lernkurve gibt, was die Technik angeht, oder? Hilf. Beim Aquarellieren geht es vor allem darum, zu verstehen, wie Farbe und Wasser interagieren. Beginnen Sie mit einfachen Formen und Farbverläufen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Hi Men, das hört sich schwierig an. Gibt es konkrete Tipps zum Erlernen der Aquarelltechnik? Nun, eine große Sache ist, mit viel Wasser zu arbeiten und die Farbe fließen zu lassen. Versuchen Sie nicht, es zu überkontrollieren. Umfassen Sie die organische, unvorhersehbare Natur. Okay, das ist ein guter Rat. Ich muss zunächst einfach experimentieren und herumspielen. Ja, und lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Ihre ersten Versuche nicht so verlaufen, wie Sie es sich vorgestellt haben. Beim Aquarellieren kommt es auf Übung und Geduld an. Guter Punkt. Das werde ich mir merken. Das war wirklich hilfreich, Anna. Ich freue mich darauf, Aquarell auszuprobieren. Ich freue mich, dass ich ein paar nützliche Tipps geben konnte. Lassen Sie mich wissen, wie es läuft, sobald Sie angefangen haben. Ich würde gerne Ihre Aquarellkreationen sehen. Wird tun. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, darüber zu plaudern. Ich schätze die Erkenntnisse. Jederzeit, John. Genießen Sie den Prozess des Erlernens einer neuen kreativen Fähigkeit. Ist so lohnend. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Okay, ich sollte loslegen. Aber das war großartig. Sprechen Sie später mit uns. Lektion 11. Ein Strandurlaub. Morgen, Anne.
Ich habe etwas Aufregendes, das ich mit Ihnen teilen möchte. Oh, erzähl es doch. Ich bin ganz Ohr. Nun, ich habe einen kleinen Strandurlaub geplant und wollte sehen, ob Sie daran interessiert wären, mich zu begleiten. In Schandolup. Das klingt absolut himmlisch. Wohin gedenkst du zu gehen? Ich suchte nach einem schönen Küstenort mit sonnigen Stränden und allen entspannenden Annehmlichkeiten. Das ist meine Vorstellung vom perfekten Kurzurlaub. Entspannen am Strand klingt wie ein wahr gewordener Traum. Ich bin so froh, dass es dir genauso geht. Ich hatte gehofft, dass du Lust auf einen kleinen Strandurlaub mit mir hättest. Südhof, wann hast du darüber nachgedacht zu gehen? Ich muss meinen Zeitplan klären. Nun, ich hatte gehofft, wir könnten es in den nächsten Wochen schaffen, wenn das für Sie funktioniert. Das wäre wunderbar. Ich fange gleich an, einen Blick auf meinen Kalender zu werfen. Fantastisch. Ich stelle mir bereits vor, wie wir am Ufer entlang spazieren und die salzige Meeresluft einatmen. Oh, und erfrischende Cocktails schlürfen und dabei den Sonnenuntergang beobachten. Ich bin so aufgeregt, John. Ebenfalls. Dies wird der perfekte Kurzurlaub sein, um neue Energie zu tanken und zu entspannen. Ich kann nur zustimmen. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung all der lustigen Aktivitäten zu beginnen, die wir unternehmen werden. Ich auch nicht. Sollen wir mit der Buchung und Reiseplanung beginnen? Auf jeden Fall, lasst uns gleich eintauchen. Das wird eine fantastische Reise, das weiß ich einfach. Da bin ich mir sicher. Ich freue mich wirklich auf diesen Strandurlaub mit dir, Anna. Lektion 12. Computer leicht gemacht. Hallo Anna, ich wollte dich etwas fragen. Hattest du Probleme mit den Computern bei der Arbeit? Verliere. Gar nicht. Ich finde sie eigentlich ziemlich einfach zu bedienen. Welche Art von Problemen haben Sie? Ehrlich gesagt bin ich nicht gerade der technisch versierteste Mensch. Ich fühle mich immer etwas eingeschüchtert von all den Tasten und Funktionen. Ich verstehe. Keine Sorge, John. Der Umgang mit Computern ist wirklich nicht so kompliziert, wie es scheint. Lassen Sie mich ein paar Tipps geben. Oh, das wäre toll. Ich versuche immer, meine Computerkenntnisse zu verbessern. Okay, der Schlüssel liegt daran, mit den Grundlagen zu beginnen. Konzentrieren Sie sich einfach auf die wesentlichen Funktionen, die Sie benötigen, wie etwa die Anmeldung und die Navigation durch die verschiedenen Programme. Einloggen, verstanden. Mit diesem Teil kann ich umgehen. Aber was dann? Was sind einige der anderen grundlegenden Dinge, die ich wissen sollte? Nun Dinge wie das Versenden von E-Mails, der Zugriff auf Dateien und die Verwendung gängiger Software wie Textverarbeitungsprogramme und Tabellenkalkulationen. Heimen, das hört sich nicht schlecht an. Ich denke, dass ich diese alltäglichen Aufgaben bewältigen kann. Beruf. Und je mehr Sie üben, desto wohler und sicherer werden Sie. Du hast einen guten Punkt. Ich denke, ich muss einfach eintauchen und praktische Erfahrungen sammeln. Vielleicht scheuen Sie sich nicht, zu experimentieren und die verschiedenen Funktionen zu erkunden. Die Computer werden nicht beißen, das verspreche ich. Haha, gut zu wissen. Okay, ich fühle mich inspiriert, es noch einmal zu versuchen. Danke für den aufmunternden Vortrag, Anna.